Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Sets British Expeditionary Force von Dragon im Maßstab 1:35. Für gewöhnlich habe ich ja hauptsächlich deutsche Fahrzeuge und Figuren, aber ab und an möchte man auch mal was anderes bauen und ich finde, ja, diese Maschinengewehrstellung mit den Briten, das ist doch recht interessant. Und ich habe da auch schon eine ziemlich gute Idee, was ein Diorama angeht. Da werde ich den Panzerkampfwagen 4 Ausführung B für verwenden. Der Bausatz hier dürfte so 1 bis 2 Jahre alt sein, also ist ziemlich neu. Dann schauen wir doch mal rein in die Schachtel. Die ganzen Gießäste sind schön in Plastikfolie verpackt, da kann nichts kaputt gehen auf dem Transport. Figuren sind üblicherweise eh nicht so empfindlich, aber hier die Ausrüstungsteile schon eher. Die Bauanleitung befindet sich auf der Rückseite der Schachtel. Insgesamt sind 4 Figuren dabei und das Vickers Maschinengewehr. Es werden hier nur die Teilnamen angegeben. Keine genauen Bauschritte, das ist eigentlich auch nicht nötig. Figuren bekommt man eigentlich immer, auch ohne Bauplan zusammen. Hier unten dann nochmal das Boxart sozusagen als Bemalungsanleitung. Es findet sich hier aber keine Farbtabelle. Also wenn man jetzt nicht gerade eben jene Farben verwendet von Model Master, Mr. Color oder Hobby Color, ja, hat man ein Problem. Da werde ich jetzt wahrscheinlich einfach im Internet nach Bildern suchen und ungefähr den Farbton dann verwenden. Ohne groß es da genau nehmen zu wollen. Wenn es richtig aussieht, ist es auch richtig. Jetzt schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier mal der Hauptgussrahmen mit den ganzen Figurenteilen. Ja, sehr schöner Faltenwurf an den Uniformen. Details sind auch schön und erfreulicherweise eigentlich kein Grat zu sehen. Das ist oft ein Problem bei Figuren, aber hier ist es wirklich minimal. Das kann man sehr gut mit dem Messer wegkratzen. Also der Grat entsteht dadurch, dass die 2 Gussformen, das sind 2 so Hälften, und da wo die Platten sich berühren, ist halt eine kleine Ritze und da bleibt dann ein bisschen so ein Grat stehen. Aber hier ist wirklich kaum einer zu erkennen. Ja, die Figuren sind jetzt auch nicht übermäßig komplex. Wie schon gesagt, eine Bauanleitung ist da eigentlich nicht wirklich notwendig. Ja, Gesichter sehen auch schön aus. Natürlich kann man das immer noch aufmotzen mit riesigen Köpfen, aber ich denke in dem Fall ist es nicht nötig. Würde ich sowieso nicht machen. So wie die Figuren sind, sind sie eben. Und ich achte eigentlich grundsätzlich immer drauf, dass ich Figuren kaufe, die schon eine schöne Qualität haben. Ja, auch die Ausrüstungsgegenstände sind schön. Da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Hier dann noch mehr Teile, die zur Kleidung der Soldaten gehören. Die tragen alle so lange Mäntel und das sind sozusagen immer diese unteren Teile. So ab der Hüfte sozusagen. Und auch hier sieht man dann besonders schön den realistischen Faltenwurf. Ja. Das sieht immer ein bisschen gruselig aus, diese Teile, praktisch diese mehreren Sektionen, aber erfahrungsgemäß lässt sich das sehr schön zusammensetzen. Und man kann jetzt da ein bisschen
Spachtelmasse nicht vermeiden, aber das ist kein Problem. Da reichen wirklich minimale Mengen, weil man wird das kaum perfekt zusammenkleben können. Aber annähernd. Und das ist ja auch schon was. Hier haben wir dann die ganzen Waffen. Und jetzt erstmal die Enfield-Gewehre mit Bajonette. Ja, das ist mal was anderes. Für gewöhnlich schaue ich immer diese K98 an oder MG42. Jetzt mal was Britisches. Ja, schön ist, dass man eine Option hat, da die Bajonette zu befestigen oder auch nicht. Das ist schon mal sehr hübsch. Und hier dann das Vickers Maschinengewehr. Hier auf der Lafette. Dann ist noch die Wasserkühlung dabei. Da fällt auf, dass hier der Schlauch ganz gerade ausgeführt ist. Wenn man sich das hier auf der Packung anschaut. Das ist ja wirklich so ein Gummischlauch. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie man das am besten handhabt. Vielleicht ein bisschen mit dem Föhn warm machen, das Plastik, und dann irgendwie so positionieren. Stelle ich mir aber ein bisschen heikel vor, und das macht jetzt nicht den Eindruck, dass das wirklich weich wäre. Ja, ist jetzt nicht ideal. Aber so hat man halt immer die Möglichkeit, das ganz individuell anzupassen. Munitionsgurt ist auch dabei. Oh, ist ganz schön. Und auch hier sieht man wieder kein Grad oder sonstige Gussfehler vorhanden. Fotonetzteile sind auch vorhanden. Diese großen Streifen hier, die gehören zu den Munitionskisten als Trageschlaufen. Und die kleinen Teile hier, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, wo die dazugehören. Wahrscheinlich auch zum Maschinengewehr oder zur Lafette. Alles in allem ausgesprochen schöne Plastikfiguren. Ich denke, viel besser geht's auch im Plastikspritzguss nicht, was Figurendetails angeht. Die einzige Steigerung sind natürlich Resinfiguren oder Metallfiguren. Wobei da auch die Grenze irgendwo erreicht ist. Viel besser als die Figuren hier sind die auch nicht, nur minimal. Aber dafür auch wesentlich teurer. Wo wir schon gerade von teuer reden, die Figuren sind verdammt teuer. Kosten so um die 20 Euro. Man kann es auch billiger bekommen bei eBay, aber der normale Listenpreis ist immer so um die 20 Euro. Das finde ich jetzt doch etwas zu viel. 4 Figuren und ein Maschinengewehr, wenn ich das mit anderen Herstellern vergleiche, da würde man deutlich unter 15 Euro bleiben, wahrscheinlich um die 10 bis 12 Euro. Also knapp die Hälfte. Man muss aber dazu sagen, dass die Teile hier kaum Nacharbeit verlangen, weil einfach sehr wenig Grad vorhanden ist und man wahrscheinlich auch noch wenig spachteln muss. Also man hat eine gewisse Arbeitsersparnis. Ich für meinen Teil kann die Figuren empfehlen. Wer auf jeden Fall einen großen Geldbeutel hat, wird sich da freuen. Ich denke nicht, dass jeder Lust hat, da so viel Geld hinzulegen dafür. Trotzdem wird sich das ganz gut machen auf dem Diorama, was ich da bauen möchte damit. Und sind auch meine ersten richtigen englischen Figuren im Maßstab 1:35. Irgendwann ist immer ein erstes Mal. Also gut, ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Hamilcar Varkas.